Die ganze Mittelschicht an Entwicklern wird wegbrechen, weil die braucht niemand mehr. Ich sag mal, es versteht ja auch keiner allen Code. Ja? Ich sag mal, guck dir mal ein größeres Projekt an, was irgendwie, weiß ich nicht, mehrere hunderttausend Zeilen Code hat. Da wird ja nicht jeder Entwickler alle Zeilen Code verstehen. Das passiert jetzt auch schon. Ja, nur wir nehmen es nicht wahr. Ich hatte eine Wahrscheinlichkeit von etwa 97%, um das Ganze rauszukriegen bei diesen Maschinenteilen. Und das Ganze ist gescheitert, weil der Qualitätssicherer gesagt hat, also das reicht mir nicht, ich muss das ja genau wissen. Meine Mutter, mittlerweile in der 70, hat mir von diesem autonomen Bus erzählt und dass sie da nie einsteigen würde. Ja, weil das geht ja gar nicht, kein Fahrer und so weiter. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich würde viel lieber in diesen Bus steigen, als irgendwo ins Auto von deinen Freundinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und habe wieder eine Folge von der OOP 2026 aus München mit dabei. Bei mir zu Gast waren Marc Bless und Thomas Ronson, mit denen ich über das Thema Skills und was wir eigentlich heute so zum Programmieren brauchen gesprochen habe. Wir kommen aus einer Generation, wo wir unsere PCs noch selber konfiguriert, zusammengebaut und geschraubt und programmiert haben. Ja, und die Welt für Junge sieht ja heute ganz anders aus. Was das für Jung und Alt bedeutet und vor allem für Unternehmen, haben wir in dieser Folge rausgearbeitet. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Marc, hallo Thomas, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo Richie. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich freue mich total. Auf der OOP 2026 hier in München, neue Location für die OOP, also für die Aber eine gute Location. gute Location, ne? Höre ich auch von allen Ja. Seiten. Ja. Sehr, sehr passend für die Größe aktuell auch. Ja, Ne? Ist ja. wieder so ein bisschen komprimierter, man ist mehr zusammen. Ja. Es finden mehr Gespräche statt, habe ich so das Gefühl. Also, ja. Und auch wieder ein paar jüngere Leute da. Wo? Nee, wir haben gerade... Warte mal, da Ja, hinten bei der Straßenbahn habe ich heute früh Nee. Ja, Also stimmt, jetzt ja. gerade zum Beispiel auf dem Stand von Douglas, Ja. da hatten wir jüngere Leute Ja. und da sind Ja. wir auch gleich in unser Thema eingestiegen. Wobei jüngere Leute ist in unserem Alter natürlich auch Alle, immer ne? relativ. Ne? Ja, gut. Also ich meine, wir sind jetzt Anfang 50 und ja, da ist alles relativ. Ja, Ja, ne? Ja. Ja. Aber man hat das Thema ja schon angeschnitten. Wir wollen ja ein bisschen auf, sagen wir, das Entwicklersein heutzutage schauen. Was kann man eigentlich, in welcher Bubble leben wir da eigentlich? Was lernen wir? Ihr habt so schön in diesem Abstract geschrieben, ne? Wir haben so in einer Zeit entwickelt, da hat man noch mit dem Lötkolben dann selber am Rechner rumgeschraubt und solche Sachen. Aber das, Eigene Erweiterungskarten bestückt, Jumper zusammengelötet gesetzt, ne? Und ne? dann mit Und- Assembler irgendwelches Zeug. Ja, und deswegen begann unsere Ausbildung ja eigentlich auch nicht erst mit irgendwie Ausbildung oder Studium, sondern unsere Ausbildung, also bei mir, begann die also spätestens mit 13, als ich meinen ersten eigenen Rechner hatte, eigentlich noch davor, weil wir ja eigentlich alles versucht haben aufzunehmen, was irgendwie ging. Es war halt nicht viel da und man musste das selber machen. Das ist Fluch und Segen zugleich gewesen, weil ich hätte mir gewünscht, dass mehr da gewesen wäre, aber es war halt nicht mehr da. Ich glaube, es hat sogar noch früher angefangen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich kann mich erinnern, dass ich damals im Kinderzimmer, also so, da war ich weit unter 10, habe ich angefangen, alte Elektrogeräte auseinanderzunehmen. Ne? Irgendwelche ollen Radios, die nicht mehr funktioniert haben. Tonbandgeräte. Ja, das ganze also so Zeug. diese alten Maschinen, falls man die noch kennt, mit den Spulen und sowas. Ja, genau, das habe ich auch gemacht, solche Sachen. Ja, Ne? ja. Und mich halt gewundert, was da so alles drinsteckt, ne? Und was das ist. Hast du auch wieder zusammengesetzt? Nö. Ne, das Im- habe im ich schon. Regelfall Also, nicht. nee, das habe ich schon. Also, weil ich habe versucht zum Beispiel, und da kommen wir dann wieder zur IT, ich habe versucht, die Sachen zu vernetzen. Ja? Also, dass ich zum Beispiel Sachen, die auf einem Tonbandgerät waren, versucht habe zu überspielen auf Kassette oder Schallplatte auf Kassette und solche Geschichten, um dann meine eigenen Radioshows zu machen. Ja, ich erinnere mich auch dran. Also mein erster eigener Rechner war ein 286er. Das war aber später, ne? Ja, aber das war schon, ja, das war hier. Ich bin bist ja noch jung. Ich bin ja noch keine 50. und also ich habe das geliebt. Ne? Da konnte man so viel noch machen und man musste auch, ne? Damit da was läuft, da musste man richtig Handwerkszeug reinlegen. Ne? Aber das brauchen wir heute gar nicht mehr, oder? Oder schon? Ja, ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Bereich du unterwegs bist. Also ich war jetzt gerade eben in einer sehr spannenden Session von der Julia Imlauer. Da ging es um die Frage, wie schaffen wir es denn eigentlich jetzt neuronale Netze, ne, vom Großen. Ne? Wir trainieren mit Milliarden von Parametern. Wie kriegen wir die denn jetzt eigentlich auf so ein kleines Embedded Device?
So, und ich glaube, da bist du immer noch in einer sehr hardwarenahen Ebene unterwegs, wo du dieses Know-how auch einfach brauchst. Ne? Da geht's nicht ohne. Das kriegst du nicht Vibe gecodet, ne? So eine Hardware. Aber Da entsteht ja nichts. Aber das hat ja nichts so mit Hardware zu tun. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Leute irgendwelche Software schreiben, aber gar nicht wissen, in welcher Umgebung die irgendwie sind. Also das heißt, man schreibt irgendwelche Software. Ich habe so ein Beispiel gehabt, da haben wir eine Software ausgeliefert an 120 PCs, ja, alles wunderbar. Und auf an einem einzelnen Standort ist immer der Client abgestürzt. Und letzten Endes war das einfach so, das war ein Tabellenelement da drin. Und ein Kollege hatte einfach ein Bild, was anzeigt, dass man einen Teil editieren kann, in einer Schleife geladen. Und zufällig waren in diesem Rechner ganz viele Einträge, sodass die Pfeilhändel ausgelaufen sind. Ja? Und ich sag mal, wir haben das dann gefunden, aber dieser Kollege wusste nicht, was Pfeilhändel sind, wie die im Betriebssystem sind. Ja, warum auch? Wenn der in seiner Virtual Machine ist, kümmert sich der darum, dass er einen Pfeil öffnet, Pfeil schließt. Aber wie das Betriebssystem das macht, das weiß der nicht. Ich meine, wir haben ja über die letzten Jahrzehnte ja unsere Softwareentwicklung ja immer mehr abstrahiert. Ne? Also man programmiert am Anfang auch noch Assembler, dann C, ne? Und das C++, dann Java und jetzt ist man da irgendwo in irgendwelchen Sphären, wo man dann mit TypeScript, JavaScript rumbastelt oder jetzt sogar Vibe-codet, wo man quasi nochmal eine Abstraktion drüber legt und das Ganze wird natürlich immer fluffiger. Ne? Ja, das Vibe-Coding ist ja die eine Sache. Die Sache ist halt, wenn ich Vibe-Coding mache und mir dann den Code angucke, wie kann ich überhaupt bewerten, ob der Code, der dann da ist, dass der auch wirklich nicht nur funktioniert, also sprich, ich probiere das aus, ich schreibe vielleicht noch einen Test, sondern dass der auch im Feld nachher funktioniert, weil ich da diese Bedingungen im Feld ja auch noch mit beachten muss. Und das Aber da sind wir ja tatsächlich dann bei Deployment und schon fast Operations-Fragen. Ne? Also wie kriege ich das wirklich auf das Zielsystem, dass es da auch läuft? Nee, das Ja, meine ich gar nicht. Doch. Also ich meine jetzt eher, wo läuft das nachher und in welchen Bedingungen? Gar nicht mal vom Betriebssystem, sondern sind das langlaufende Prozesse. Wenn ich jetzt zum Beispiel Memory Leaks habe, ja, und das Ding wird nur, was weiß ich, das wird alle paar Sekunden neu gestartet, dann habe ich gar kein Problem mit dem Memory Leak. Ja. Wenn das aber lang läuft, habe ich ein Problem. Und das ist für dich Deployment? Nein, das nicht. Aber das ist Operations letztendlich. Also die Sicherstellung, dass dieses Zeug auch funktioniert. Und wie weiß ich denn überhaupt, auf welchem Zielsystem das tatsächlich dann zur Anwendung kommt? Und jetzt setze ich halt noch einen drauf und behaupte, mal so nach vorne gedacht, in spätestens 2 Jahren muss das keiner mehr wissen. Das weiß dann auch keiner mehr. Also du weißt es noch. Ne? Olle Säcke, die sich noch daran erinnern können, die wissen das. Und da trennt sich dann vermutlich leider, oder aber es wird so kommen, bin ich mir sehr sicher, die Spreu vom Weizen. Da wird es die Leute geben, die man also vielleicht ganz, ganz böse als 100-fach-Entwickler bezeichnen könnte, die in der Lage sind, das alles zu überblicken und zu wissen und zu verstehen, warum Dinge sind, wie sie sind. Die ganze Mittelschicht an Entwicklern wird wegbrechen, weil die braucht niemand mehr. Also bin ich von überzeugt. Das wird so kommen. Und es bleiben dann noch ein paar Leute übrig, die Coding-Agenten orchestrieren. Und zwar auch nur noch so lange, bis man die auch nicht mehr braucht. Aber das ist ja hier bei dieser ganzen Low-Code-Diskussion genau das Gleiche. Ja? Also da sagen die Leute hier, ich habe die Fachabteilung, die sich was zusammenklickt und alles wunderbar, du brauchst keinen Entwickler mehr. Aber in dem Moment, wo es knallt, brauchst du wieder, und zwar dann richtig gute Leute. Ja? Aktuell braucht man die. Die Frage ist also, wenn man mit Vibe-Codern spricht, ne, die sagen ja dann, ich brauche das gar nicht, weil ich mache das einfach neu dann. Ne? Also wenn was nicht geht, dann sage ich einfach, ja, das geht nicht, mach das anders. So, und dann ist es anders und dann geht es wahrscheinlich. Code ist halt keine statische Komponente mehr. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Und in ganz vielen Köpfen ist halt noch drin, ich schreibe den Code und der braucht eine qualitativ gute Struktur, der muss human-readable sein, da brauche ich auch eine Dokumentation, die von Menschen für Menschen verständlich ist. Und wenn man es aber konsequent zu Ende denkt, was Vibe-Coding oder AI-Generated Software eigentlich bedeutet, dann bleibt eigentlich nur noch unsere Anforderungen, die wir da reingeben. Und ob das Ding jedes Mal neu generiert wird und dann ausgeführt und deployed wird, ist dann schon fast egal. Aber die Komplexität ist eigentlich dann das Environment, wo das Ganze läuft. Ja, weil ich sag mal, der Code wird sich ja, auch wenn er generiert worden ist, dann erstmal deterministisch verhalten. Das Problem ist, die Umgebung ändert sich. Ja, da sehen wir auch bei irgendwelchen autonomen Fahren. Die Autos fahren wunderbar und dann, wenn eine Situation kommt, mit der sie nicht klargekommen sind, dann knallt es. Alles andere schaffen die viel besser als jeder Mensch. Ja?
Und ich glaube, das ist dann eher das Problem. Und wie man das dann noch damit verbindet, also das kann ich auch gerade noch nicht sagen. Ja. Ja, aber das ist für mich sozusagen dann auch der nächste logische Schritt, der dann kommt. Nämlich, also wenn wir das wieder betrachten, was eigentlich dann an Software, an System entsteht, ist das ja im Regelfall dann auch wieder ein statisches System, was dann irgendwo zur Ausführung gebracht wird. Also wenn ich da jetzt noch einen draufsetze, dann kann ich ja sagen, dass das Environment, wo diese Ausführung und das Deployment tatsächlich passiert, ne? Und was ich eigentlich monitoren will, wenn ich das auch agentisch aufsetze, dass permanent überprüft wird, was passiert denn da eigentlich gerade, ne? Und laufen wir da in Fehler rein oder nicht? Und sozusagen so eine Art Self-Healing-System im Operations drin habe, dann ist wirklich die Frage, wie viel menschlichen Input, Kontrolle brauche ich da noch? Glaubt ihr, das wird sich in der Enterprise-Welt, wird sich das durchsetzen können? Also wo man ja auch regulatorisch, wo man Prüfungen, so Dinge drin Ich hat? glaube, dass viele Sachen sich da durchsetzen werden, weil gerade diese Regularien, wenn die fix sind, die kann ich ja gut formulieren und kann da gut auch was rausmachen. Und gerade wenn ich zum Beispiel so Software sehe, die, was weiß ich, irgendwelche Steuern ausrechnet oder so, wo dann sich die Steuern ändern und so weiter, das braucht kein Mensch, dass da Leute sitzen und irgendwelche Formulare programmieren oder sowas. Das ist gar nicht das Problem. Ich glaube, interessant wird das Ganze, wenn das Sachen sind, die eben nicht so schön beschreibbar sind, beziehungsweise was immer das ganz große Problem ist, wenn ich irgendwo hinkomme und man hat ja keine feste, wie soll ich das sagen, ich kann den Leuten nicht sagen, das ist 100% die Lösung, sondern zu 99,8%. Und dann kommen irgendwelche Buchhalter und sagen, wir können nicht mit 99,8% leben oder was weiß ich, welcher Wahrscheinlichkeit, sondern wir müssen 100% haben. Und das ist sicherlich für viele Sachen richtig. Ich möchte auch nicht, dass zum Beispiel bei meinem Konto das Ganze nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gemacht wird. Ja. Aber wenn ich... Also kommt drauf an, in welche Richtung die geht. Ist okay, ist ein valides Argument. Aber für, ich sag mal, ganz, ganz viele Business Cases, ja, so als Beispiel, ich komme aus der Logistik und ich habe das wirklich Kunden vorgeschlagen, die haben Material, was altern kann. Also da geht ein Schlauch, der wird porös oder sowas und sie haben Material, was nicht altert. Und ich hatte damals vor etwa 4 Jahren so eine Bildklassifizierung gemacht, wo ich rausgekriegt habe, das altert oder das altert nicht. Und ich hatte eine Wahrscheinlichkeit von etwa 97%, um das Ganze rauszukriegen bei diesen Maschinenteilen. Und das Ganze ist gescheitert, weil der Qualitätssicherer gesagt hat, also das reicht mir nicht, ich muss das ja genau wissen. Ganz ehrlich, ob ein Teil, das jetzt nicht altert, quasi klassifiziert wäre, als ob es altert und deswegen in einem eigenen Fach gewesen wäre, wäre scheißegal gewesen. Aber das hat er nicht gesehen. Ja? Ja. Ja, ich glaube, je enterprisiger wir werden in der Betrachtung, desto schwieriger wird natürlich die Veränderung, die da von außen betrachtet notwendig ist und überfällig ist. Das ist einfach so ein bisschen die Frage, was werden wir beobachten in den nächsten Jahren, ne? Wenn sich große Organisationen nicht in dem Maße bewegen und verändern, wie es für die Dynamik, die einfach gerade technologisch passiert, notwendig ist. Ne? Und ein schönes Beispiel ist einfach immer, du hast Strukturen verankert, die haben ihre Leitlinien, die haben ihre Regelwerke, da hast du das Quality Management und Regulatory Affairs. Ne? Die schreiben in ihren unternehmensinternen Handbüchern nieder, wie die Dinge zu sein haben. Und haben auch immer die Tendenz, dass sie Standards setzen. Ne? Bei uns setzen wir X, Y und Z ein und A, B und C, das machen wir lieber nicht, das ist erstmal verboten. Und alles zwischen D und W kannst du dann ja anfragen. Ne? Also wenn du das brauchst, dann gibt es halt irgendwie einen großen Change-Prozess und dann muss das freigegeben und bewertet, bla 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 werden. So, jetzt kommt aber und dann wird das irgendwann groß verabschiedet und dann kommt aber irgendwann die Fachabteilung, die sagt, es gibt einen total geilen neuen heißen Scheiß, AI-Tool Pipapo, das würden wir gerne und zwar heute Nachmittag einsetzen, weil es genau auf das einzahlt, wo wir gerade dran sind. Das wollen wir jetzt machen. So. Ja, und dann heißt es aber, ja gut, die nächste Vorstandssitzung, wo das auf den Tisch kommt, ist aber erst in 3,5 Monaten. Ne? Also mal gucken und dann mal schauen, was da rauskommt. Ja, und das kannst du halt vergessen. So wird es nicht funktionieren. Ne? Und da wird ganz viel Schatten-KI, so wie Schatten-IT entstehen, wo Dinge dann einfach gemacht werden, ohne dass es die Organisation erlaubt hat. Oder
die werden halt irgendwann einfach gnadenlos überholt, ne? Weil andere vorbeiziehen. Ich sag mal, da sind wir ja noch beim ganz anderen Thema. Wenn du jetzt sagst, hier Schatten-KI, ja, oder Schatten-IT, da ist ja ein ganz weites Feld. Vor allen Dingen ist da dann auch schon wieder das Problem, dass AI oder AI sind ja auch noch zwei verschiedene Sachen. Alleine, wenn ich überlege, ich habe so ein Large Language Model, welches Model ich nehme, habe ich ja schon komplett unterschiedliche Ergebnisse. Und wenn jetzt die Fachabteilung plötzlich ein Modell nimmt, was jetzt irgendwie richtig blöd ist, es kann ja keiner hinterfragen, welche Entscheidung das plötzlich gemacht hat. Dann hast du plötzlich Unternehmensentscheidungen, weil irgendjemand das falsche Modell ausgewählt hat. Ja, also jetzt schweifen wir, glaube ich, aber auch so ein bisschen ab. Wo ich nochmal hinaus will, ist eigentlich, wir brauchen aber Leute, die genau dem auch entgegenwirken, die genau dann aber noch verstehen, was dahinter ist. Und das ist jetzt das richtig Schwierige, weil das, was wir vorher gesagt haben, dass wir diese Sachen, wo wir da rumgebastelt haben, ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht damals, dass es solche Sachen gibt wie heute. Also das ist jetzt nicht, dass ich da sagen will, früher war alles besser. Nein, ich würde das heute ja auch nutzen, wenn ich das gehabt hätte. Das, was aber eigentlich ist, wie kriegt man wirklich kompetente Leute hin, die auch noch verstehen, was dahinter passiert, obwohl sie in einer Zeit geboren sind, wo das quasi gar nicht notwendig ist. Ja, mittlerweile kennen die Kinder nicht nur die Welt nicht mehr ohne Internet. Es gibt auch viele, die können sich nicht vorstellen, dass sie ohne AI sind. Ja? Und das ist doch der große Unterschied. Und da ist die ganz große Frage, habe ich auch keine Antwort, wie man das hinkriegt, junge Leute dahin zu kriegen, sich wirklich so weit zu beschäftigen und dahinter zu gucken, weil ich sag mal, wir hatten ja das große Glück, unsere Rechner waren relativ überschaubar. Irgendwelche 8-Bit-Rechner, da kann man im Zweifelsfall noch auf dem Bierdeckel den Schaltkreis zeichnen. Ja, also, aber das geht ja heute nicht mehr. Ja. Ja. Und es ist natürlich ja auch, dass wir diese Juniors oder diese Einsteiger ja gerade wegbringen. Ne? Wir sagen, wir brauchen wir nicht, wir machen jetzt ja KI. Das heißt, das ist ja gar kein. Bis jetzt war ja Softwareprogrammierung irgendwie gemähte Wiese, ne? Weil jetzt wirst du Programmierer, da findest du immer was. Ne? Das ist ja jetzt gerade nicht mehr so und dadurch fehlen uns aber in ein paar Jahren ja auch der Nachwuchs, der dann da kommt. Ne? Ja, und ich glaube, du brauchst einfach hardcore intrinsisch motivierte Menschen. Ne? Also so wie wir irgendwie früher Zeug auseinandergebaut und neues Zeug vielleicht zusammengelötet haben, ne? Sich wirklich im Detail mit der Frage zu beschäftigen, wie funktioniert denn so ein System eigentlich wirklich? Ne? Und zwar nicht aus Anwendersicht, weil das machen alle, sondern wirklich diesen Drang und diesen Drive zu haben, verstehen zu wollen, wie das innen drin wirklich aufgebaut ist und funktioniert. Dass ich quasi selbst mich in die Lage versetze, so ein System zu bauen. Ich glaube, das ist die Kompetenz, die wir letztlich brauchen, um dann diese übergreifenden Architektur- und Systemverständnisse in den Köpfen zu etablieren. Du brauchst ganz viel Abstraktionsvermögen. Und deswegen, ne, ich bleibe so ein bisschen bei dem Punkt. Also der 0815 Mensch mit einem 0815 Gehirn wird das nicht hinkriegen. Da brauchst du Leute, die auf einem Abstraktionsniveau denken können, wo es einfach in die akademische Richtung geht. Also ich habe einen Studenten gerade bei mir und dieser Student ist in der Irre, dass der mit 23 wirklich alles Mögliche weiß, dass der wirklich heftigst da drin ist. Und dann habe ich mal mit dem gesprochen, woher er denn manche Sachen weiß. Ja? Und dann hat sich herausgestellt, der hat sich seine eigene Tastatur gebaut. Das machen mittlerweile viele, dass sie irgendwie die Tasten zusammenstecken. Aber wenn ich da sage, der hat seine eigene Tastatur gebaut, der hat nicht nur die Schaltpläne für seine Platinen selbst gemacht, der hat selbst die ganzen Controller und sowas da sich selbst zusammengesucht und das alles gemacht. Ja? Und durch dieses Wissen hat der einfach Wissen über alle möglichen Sachen so, ich sag mal, nach und nach aufgebaut. Und das ist auch immer, wo ich sage, wenn die Leute ein, wie du sagst, intrinsisches Interesse haben und sei es, dass sie ein Bastelprojekt haben, wo sie, wie wir früher mit den Tonmännern, jetzt, was weiß ich, mit ihrem Raspberry ESP32, was auch immer nehmen und da basteln, dann kriegen die plötzlich ein Know-how, was wir quasi damals für die Homecomputer hatten, aber die sind Administrator, die sind Product Owner, die sind Qualitätssicherung, die sind alles in einer Person und haben nebenbei noch Spaß dabei. Ja? Und ich habe einen anderen Studenten, der hat nichts dergleichen und den habe ich, bevor wir hingekommen sind, gefragt, wenn du jetzt was siehst in der AI, woher weißt du, dass dieser Code so richtig ist? Hat er gesagt, ich schreibe einen Test dazu. Ich habe gesagt, was willst du denn überhaupt testen? Du weißt doch gar nicht, was dieser Code macht. Ja? Dann ist ihm das so ein bisschen aufgefallen und den wiederum habe ich gefragt, was hast du für ein Hobby, so was IT so nebenbei ist? Der sagt eigentlich nichts.
Ja, also da merkt man ganz doll die Unterschiede. Ich meine, das ist, wenn man das auch auf die andere Facette legt, das finde ich nochmal ganz spannend, durch das ganze Vibe-Coding, aber auch durch quasi, wenn ich KI nutze, um Testfälle zu generieren, fehlt mir ja in beiden Fällen die Auseinandersetzung mit dem System. Also auch da spare ich ja diesen ganzen Lernprozess aus, wo ich die Anforderung, das Design challenge, was will ich denn wirklich eigentlich damit erreichen und das dann programmiere, oder was muss ich eigentlich testen, um da wirklich auch das Bedürfnis des Nutzers zu erfüllen. Das spare ich in beiden Fällen aus und habe dann ein Ergebnis, das kann richtig sein. Muss aber Ja, nicht. und wenn es richtig ist, haben wir doch überhaupt gar kein Problem. Das ist ja der Punkt. Ja. Also wenn die KIs so gut sind, dass sie ein funktionierendes System ausliefern, was den eigentlichen Kundennutzen, die Zufriedenheit, die Bedürfnisse komplett abdeckt und keinen Schmonz nebenbei machen. Was will ich denn mehr? Wozu muss ich dann wissen, wie das innen drin funktioniert? Dann ist doch eigentlich mein Testcase ganz systemisch von außen betrachtet, das ist ein Systemtest. Ich muss nicht mal Integrationstests machen und Unit-Tests schon überhaupt nicht. Das macht das System für sich selbst. Weißt du, Marc, da kommt wieder so die Furcht mancher Menschen zutage. Also bei uns in den Salon hat es Testbetriebe gegeben mit einem autonomen Bus. Ja? Und meine Mutter, mittlerweile in der 70, hat mir von diesem autonomen Bus erzählt und dass sie da nie einsteigen würde. Ja, weil das geht ja gar nicht, kein Fahrer und so weiter. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich würde viel lieber in diesen Bus steigen, als irgendwo ins Auto von deinen Freundinnen. Ja. Ja? Am Ende, also das Thema oder der Begriff, der mir vor ein paar Minuten in den Kopf kam, ist eigentlich, es ist ein Vertrauensthema. Ja, das meine ich damit. Wenn ja. ich diesen KIs nicht vertraue, aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht vertraue ich auch meinen Mitarbeitern, meinen Entwicklern nicht, ne, und gucke da als Product Owner, als Chef, als wer auch immer, gucke permanent auch in den Code, den die so schreiben, um mal zu gucken, ob das denn auch alles richtig ist. Ne? Wenn ich so ein Thema habe, dann bin ich natürlich vollkommen im Zweifel drin und will ja auch verstehen, was die KI da so baut. Ja, aber wie vertraust du dann? Woher weißt du denn, an welcher KI du vertrauen kannst? Das ist genauso wie bei Menschen auch. Ne? Ich meine, es gibt immer einen Vertrauensvorschuss, mehr oder weniger, aber trotz allem ist es ja ein bisschen naiv zu sagen, egal wer jetzt hier kommt und irgendwas von mir will, dem vertraue ich erstmal, ne? In aller Breite und Tiefe. Also das heißt, ich habe da ja auch meine Prüfmechanismen oder meine Erfahrungen, ne, in der Beziehung mit so einem Menschen. Das heißt, Vertrauen baut sich im Laufe der Zeit auf. Und so ist es mit KI letztendlich auch. Heißt aber auch, bei menschlichem Vertrauen, da wirst du auch manchmal enttäuscht. Du wirst ja auch zwangsläufig mal von deiner KI enttäuscht. Ja. Da ist natürlich dann schon wieder die Frage, wenn ich von meiner KI enttäuscht werde, was hat das für Auswirkungen? Also das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Ich meine, das sind ja zwei Sachen drin. Das eine finde ich ganz gut, weil also aus der Testersicht, da lernen wir ja früh, du testest ja nicht nur, um Fehler zu finden und um zu beweisen oder sicherzustellen, dass die Anforderungen erfüllt sind, sondern auch, um Vertrauen in das System herzustellen. Und das wird gerade auch wieder, merke ich auch in Diskussionen mit anderen, total wichtig, dass man da wieder drauf schaut, wie kann ich denn einem Vibe-gecodeten System da wieder Vertrauen aufbauen. Ja. Ne? Und zum anderen ist es natürlich auch, jetzt bei Menschen, da sehen wir eine gewisse Fehlbarkeit, gestehen wir dem auch zu. Ne? Bei KI, da wollen wir aber dann irgendwie das muss 100% sein. Ne? Das ist ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, 97 sind nicht genug. Ne? Das ist, also ich glaube, wenn ich so jetzt drüber nachdenke, was ich jetzt so gesagt habe, ich glaube, schon, dass wir uns von dem klassischen Bild der Softwareentwicklung irgendwo lösen müssen, was wir so bis jetzt halt gemacht haben. Ne? Es wird halt jetzt einfach in der Zukunft anders laufen. Ne? Und aktuell, ich habe jetzt gleich auch gemerkt, so eine Abwehrreaktion, ja, aber wir können doch nicht einfach nur generieren. Ne? Wir müssen das doch alles verstehen. Ne? Aber vielleicht kommen wir in eine Zeit, wo wir das nicht mehr müssen. Ich sag mal, es versteht ja auch keiner allen Code. Ja? Ich sag mal, guck dir mal ein größeres Projekt an, was irgendwie, weiß ich nicht, mehrere 100.000 Zeilen Code hat. Da wird ja nicht jeder Entwickler alle Zeilen Code verstehen. Ja, das passiert jetzt auch schon. Ja. Ja, nur wir nehmen es nicht wahr. Ja. Genau. Ja. Und wir kümmern uns um das Problem, was operativ irgendwann auftaucht, dann, wenn es auftaucht. Weil dann wissen wir, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Ne? Aber nochmal zu diesem Vertrauensthema, das ist ja auch so dieses Bild, wenn in irgendeinem Land im Jahr, keine Ahnung, 5.000 Unfalltote sind, ne, durch Autofahrer, dann, das ist halt so, ne, müssen wir halt irgendwie mal gucken, da muss halt jeder ein bisschen besser Auto fahren, ne, dann kriegen wir das vielleicht irgendwann runter. Wenn aber ein Tesla nach 10 Millionen Fahrten irgendwie einmal gegen den Baum gefahren ist,
dann heißt es sofort, ja halt, nee, das geht überhaupt gar nicht. Ne? Also ist ja ein No-Go. Ja, irgendwie schon. Ne? Ja, da gibt es ja dann diese Sache, nicht können wir uns leisten, dass es autonome Autos gibt, sondern können wir uns leisten, dass es keine autonomen Autos gibt. Mhm. Ne? Ja, genau. Ja. Jetzt sind ja, wenn jemand heute in dieses Berufsfeld startet, der Softwareentwicklung, weiter Software Engineering im weitesten Feld, was würdet ihr dem denn raten, wie soll er sich denn orientieren? Was soll er lernen? Soll er sich Side-Projects suchen Ja, oder absolut. soll er nur mehr Vibe-Coding lernen? Oder? Der soll sich Side-Projects suchen. Ja, weil selbst wenn er diese Side-Projects Vibe-codet, was er ja auch könnte, aber er wird Erfahrungen machen, die er so in seinem Daily Business gar nicht machen kann und nebenbei auch noch ein bisschen Spaß haben. So als persönlicher Tipp, er sollte nicht mit Smart Home anfangen. Das ist mein Tipp, weil ganz ehrlich, wenn da was schief geht, hat man den Zorn der ganzen Familie und dann kann man zwar sein... 60 Grad und die Jalousien und Genau, also ist übrigens der Grund, warum ich kein Smart Home habe, aber weil ich gesagt habe, ich will nicht der Administrator von meiner ganzen Familie sein. Ja. Also worauf ich hinaus will, der soll sich Side-Projects aussuchen, vielleicht auch mit anderen zusammen, aber er sollte, wenn er lernt, gerade nicht unbedingt Sachen machen, die einen großen Impact auf andere haben. Ja, also das wäre jetzt meine Sache. Was bei dir ist? Also ich würde sagen, so jemand muss sich einfach ganz breit aufstellen. Also sehr ambivalent jetzt meine Antwort. Auf der einen Seite sehr breit im Sinne von wirklich Systemverständnis bekommen, größere Zusammenhänge überblicken zu können, wie die Schnittstellen miteinander sind, wie große Systeme modular aufgebaut sind, wie die funktionieren. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich zu diversen Themen mal richtig in die Tiefe zu gehen. Ne? Sich eins dieser Komponenten mal rauszusuchen und zu sagen, okay, und das Ding baue ich jetzt einfach mal selber nach. Ne? Oder ich zerpflück das oder baue es um oder was auch immer. Um da wirklich nicht nur oberflächlich, dass ich vorhin so gesagt habe, wir brauchen Agent-Orchestratoren sozusagen oder Dirigenten, sondern eben auch sich da rein zu vertiefen in mehrere Gebiete. Da reicht auch nicht mehr nur eins. Ne? Also Absolut. Also wir haben das auch in den Folien. Früher hat man gesagt, wenn ich ein Senior-Entwickler bin, habe ich ein T-Shape. Ja? Ich habe ein Thema, was tief runtergeht und ich habe oben den Strich mit mehreren Themen. Und mittlerweile denken wir, dass man eigentlich ein P-Shape braucht. Also ich muss mindestens 2, eher noch mehr Füße haben, die tiefer gehen und mehr oder weniger oben diese Schleife, ja, tiefer, ganz breites Spektrum. Ja? Und die Realität in ganz, ganz, ganz vielen Organisationen ist aber, dass du immer noch die I-shaped Leute hast. Die haben, das sind dann die, wo es dann heißt, ja, wir haben irgendwie 7 Produktteams und 3 von denen brauchen jetzt aber im nächsten halben Jahr genau diese eine Ressource. Ja. Weil nur der Typ in der Lage ist, diese eine Schnittstelle zu bedienen. So, sonst kann das keiner. Und der macht aber auch sonst nichts anderes. Ja. Ne? Ja. Und das ist halt schwierig. Sehr spannend. Ja. Jetzt noch zum Abschluss quasi für uns alte Säcke, was können wir machen? Was machen wir in Zukunft? Popcorn kaufen und zurücklehnen und mal gucken. Ne? Also, ich glaube, als allererstes ist wichtig, jetzt die jüngeren Generationen da gar nicht zu verdammen und zu sagen, die sind faul, die sind eigentlich schon ziemlich gut. Nebenbei ist auch die einzige Generation, die wir haben. Ja? Also, und das, was ich denke, wir müssen die unterstützen da genau dabei. Ja? Und die einfach auch mitnehmen und denen vielleicht auch als Vorbild zeigen, dass das auch Spaß macht, sowas. Ja? Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass die sich da hinsetzen mit einem Buch und lesen, wie installiere ich jetzt meinen Raspberry Pi? Und dann werde ich die morgen abfragen, wie sie ihren Raspberry Pi installiert haben. Sondern die müssen den Spaß haben. Und diesen Spaß müssen wir rüberbringen und die einfach mitnehmen. Ja, und das Mitnehmen heißt für mich eigentlich also so ein bisschen dieses alte Meister- und Gesellenbild oder Lehrlingsbild. Ne? Also so wirklich auch zu sagen, komm, wir machen das zusammen. Genau. Ne? Mach du mal, lieber junger Mensch. Und ich stehe dir aber bei, bin an deiner Seite und zeig dir gegebenenfalls. Oder wir philosophieren über Dinge, wie sie früher mal waren und wie sie jetzt sind. Ne? Und wo sich Dinge vielleicht auch Da will ich an einer Sache widersprechen. Also das sehe ich genauso. Aber was bei uns heute passieren kann, dass sich plötzlich Meister und Geselle umkehren dabei, weil nämlich der Geselle plötzlich der Azubi da plötzlich was rausgekriegt hat, was ich als alter Sack gar nicht weiß und ich muss es dann halt auch annehmen. Das heißt also, dieses Meister und Geselle, wie du sagst, passt, aber es heißt nicht, dass
der Ältere immer der Meister ist und der Geselle immer der Jüngere. Nee, das muss Ich nicht glaube, sein. da dürfen wir auch unser Hirn ein bisschen weiten oder auch offener sein. Ne? Auf Für jeden das, Fall. was die Jungen können. Ne? Ja. Da habe ich auch tatsächlich echt manchmal Respekt, weil wenn ich überlege, jetzt mal ganz blöd, alleine was die jetzt an den ganzen Tech-Stack, den die da können müssen, ja. Wir haben früher in Basic da unsere Sachen geschrieben, hatten wir so eine klassische One-Tier-Architecture, ja. Und das war's. Da mussten wir nichts wissen. Hast deinen Code auf einer Diskette gespeichert und wenn du es ausführen wolltest, hast du ihn wieder Diskettenlaufwerk? geladen. Ja, natürlich. Ja. Wir hatten Ich habe noch Kassetten. mein GW Basic Buch habe ich noch. Das ist so ein Relikt aus der vergangenen Zeit. Ja, aber ne, das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, beide Generationen müssen auf sich zugehen, voneinander lernen. Absolut. Und es braucht für uns alten Säcke eben genau diese Offenheit. Ja. Nämlich auch zu sagen, ich bin nicht der hier alles besser weiß. Genau. Und obwohl ich viel Erfahrung habe, ne, natürlich, klar. Aber auf anderen Ebenen bringe ich die Erfahrung mit. Ne? Ja. Super. Marc, Thomas, vielen lieben Dank, dass ihr hier wart und das Thema mal so intensiv diskutiert habt. Ich finde, das ist total wertvoll für die Jungen und für die alten Säcke da draußen. Ich glaube, da können wir uns alle was mitnehmen davon, um da so mal gutes Software-Engineering in Zukunft zu machen. Ja, Ja, danke für die Einladung. Ja, ich danke, dass ihr da wart. Noch viel Spaß bei der OOP. Dankeschön. Danke. Und ebenso. Bis bald. Noch Dankeschön. viele gute Gespräche und bis bald. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao.